weiteren Runde, was heißt bei einer weiteren Runde, aber doch bei einer weiteren Stream-Runde, das kann man natürlich auch sagen, von der Technomancer, wieder in der alten Kuppel natürlich drin, in der wir schon in der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Stream-Folge, wie auch immer, im letzten Stream besser gesagt, reingegangen sind. Ich bin immer noch mit Sehen oder Schien, weiß ich wie man das ausspricht, ob das... Ich bin wirklich nicht so gut im englischen Namen aussprechen. Vor allem so einen englischen Namen ich jetzt ausspricht wie Sion Bean oder Sien Bean. Sean Bean. Shin Bean. Ich weiß wirklich nicht, wie man ihn ausspricht, aber ist das mein Lieblingsschauspieler. Sien Bean. Oder Sean Bean, wie auch immer man das ausspricht. Sorry. Und ja, ich habe mich wirklich bereit gelegt. Ihr habt ja gesehen, ich bin gerade erst reingeladen. Wir haben noch immer die neue Stufe sozusagen. Und ein neues Attribut, was wir lernen können. Und... Ich sag mir erstmal... Hat doch erstmal noch nichts. Ich hatte es erstmal so, wie ich es jetzt habe. Ich hatte mir überlegt, vielleicht doch einen Weg zu gehen. Jetzt allerdings nicht Kampfkampf oder so etwas, weil es kann gut sein, dass das hier doch irgendwie ein wenig was mit Mars Warlocks zu tun hat. Und nach der Technomancer will ich dann vielleicht schon im Anschluss, vielleicht auch noch nicht gleich im Anschluss, das werde ich noch sehen. Auf jeden Fall möchte ich dann noch Mars Warlocks streamen und durchspielen, damit ihr vielleicht wisst, was da alles so zusammenhängen könnte. Und dort gibt es eben nicht so viel skillmäßige Auswahl, sage ich jetzt mal. Du kannst dann Kämpfer skillen, spielen, wie auch immer. Auch einen Schleichcharakter. Und sonst gibt es, glaube ich, nur noch einen dritten Baum, den man da skillen kann. Aber wenn ich das nicht ganz genau weiß. Heilige Scheiße. Nice. What? Die kann einen vergiften. Oh. Das war jetzt gerade eben recht krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Dass das Vieh vergiften kann. Wie auch immer. Ja, erstmal schon das Serum bluten. Okay, man hätte es auch besser machen können, wie die Viecher hier so den Boden liegen, weil das hier sieht ja schon fast aus, als ob das hier nicht mal richtiger Boden wäre. Ach, das soll auch klar sein. Okay, sorry, da habe ich nichts gesagt, dann liegen die Viecher doch relativ gut. Dafür, dass das Glas ist. Ich hätte nicht erkannt, dass das Glas ist auf den ersten Moment. Sorry. Aber das ist Glas. Okay, dann liegen sie wirklich komplett gut. Hier haben wir so eine Werkbank. Essen die Werkbank? Hey, cool. Wir haben sogar wirklich Werkbank. Das wusste ich jetzt nicht unbedingt aus einer Pfiff oder so. Hey, wie kann das denn sein, dass ich hier... Oh. Klar. Einfach mal rein. Ich glaube, das Treten ist für die nicht so viel. Kannst du nur looten, Level? Nein, eigentlich kannst du nur looten. Level machen wir dann auch mal nächstes Mal. Später. Ich weiß nicht, ob man gegen die Tiere überhaupt so eine Schleichangriffe machen kann.
entweder mache ich einen Kampfstabschwinger und einen Magier-Mix, oder ich mache sogar so eine Art Schurken-Magier-Mix. Das muss ich ja noch schauen. Oder will ich noch sehen, weil ich finde sowohl das mit dem Deutschen der Pistole sozusagen nicht schlecht. Das mit dem Stab ist jetzt auch nicht so schlecht. Das hier, das ist eigentlich auch nicht so extrem schlecht, muss ich jetzt sagen. Weil man hier eben nur 2 Angriffsfolgen hat. Einmal mit einem Schild zu schlagen und einmal mit X-Mus eben. Mit der Keule, Wortzange, was auch immer. Ich hätte jetzt gesagt, hier oben wäre noch irgendwas. Zumindest hatte ich hier irgendwie gehört, dass hier was rumschleicht und täuscht. Aber scheinbar nicht. Wie man sieht, es lohnt sich wohl ein wenig herumzuschauen. Was es noch so alles gibt. Eine Nietenkeule beispielsweise. Wir nehmen natürlich alles. Und haben jetzt noch eine Nietenkeule oder was? Ja. Wir haben einfach noch eine Nietenkeule, okay. Zack, das machen wir mal. Hm? Das hier könnte man recyceln, den Schraubenschlüssel. Wenn ich den richtig toll fand. So. Jetzt können wir sogar zur Werkbank gehen und da was aufrüsten. Gegebenenfalls. Wenn ich wollen würde. Oder will. Hier vor allem, ich habe nicht umsonst diesen Herstellenwerk geskillt. Also stellen wir mal was her. Nicht unbedingt für das gezackte Tando. Aber eigentlich schon für das gezackte Tando. Handschutz. Ein Unterbrechungsupgrade könnten wir uns tun und ein Upgrade für kritische Treffer. Das geht ja noch nicht, dass der Schaden erhöht wird. Panzerbrechen geht leider auch nicht. Geht auch nicht. Okay. Panzerbrechen würde Chance, Rüstung zu ignorieren. Bis 30%, das ist natürlich nicht schlecht. Reparieren für normale Deutsche brauchen wir dafür allerdings so. Ich würde sagen, die kritische Chance durch. Sieht doch nicht schlecht aus, würde ich jetzt sagen. Dieses Unterbrechungsteil jetzt nicht so toll aus. Schadenteil wäre nicht schlecht gewesen. Hier würde ich jetzt eigentlich das Schadensteil bevorzugen, aber ich habe kein normales Leder. Das ist ein bisschen schade. Ich habe ein schlechtes Leder. Also mache ich erstmal die kritische Trefferchance ein bisschen höher. Das reicht auch erstmal mit den Craften. Ich schnell speichere. Und springe runter. Blitz. Nochmal ein Blitz. Und die Füße weg. Und hau weiter die Füße weg. Relativ einfach. Relativ, wie gesagt, ich sollte nicht von diesem Teil angespuckt werden, das kann jetzt wirklich ganz schnell hinten losgehen. Scheint mir nämlich so zu sein, dass die anderen Viecher darauf warten, dass man angespuckt wird von so einem größeren Teil. Und vor allem dann erst komplett als kompletter Schwarm in den Nahkampf gehen. Und dann kann man selbst nicht viel machen, wenn man vergiftet ist und nichts wirklich sehen kann. Kann ich mir das so vorstellen. Dass wir das so machen. Ja, wir können sogar nur hier lang. Dort geht das nicht lang, bis wir dort waren wir schon. Ja, zurückklicken. Das finde ich schade. Oder doof gemacht. Okay. What? Das ist relativ knapp, würde ich sagen. Neue Fähigkeiten, neue Talente.
weiter lang. Also was die neuen Talente angeht. Okay. Also hier habe ich ja noch gar nichts gemacht. Ich will jetzt natürlich nochmal Kraft verbessern, aber erstmal nicht. Was die Talente angeht. Wissenschaft, was gab das nochmal? Kontextation frei, erhöht die Erfolgschancen in Dialog. Wissenschaft. 25% erhöht die Lebensgeneration außerhalb des Kampfes auch für Gefährten deutlich. So, Fallen und Schlösser knacken. Erkundung und Tarnung. Möglich Tarnangriffe auf Monster. Okay. Die Erfolgschance in Dialogcharisma um 25%. Ich würde sagen. Zeig mir, wie man ein Schlösser macht. Das nächste Talent kriegen wir dann übrigens mit Level 9 schon, okay. Ich hatte erst mit Level 10. Momentan levelt man ja noch doch relativ schnell und gut, muss ich jetzt mal sagen. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass man länger braucht zu leveln, aber scheinbar nicht. Ich will jetzt nicht mit WASD rumrennen, man kann ja wirklich einfach die Maus bewegen, um zu rennen. Ja, bei Curia Cornelis, wann das jetzt kommt, mal schauen. Momentan macht das Technomancer doch relativ Spaß, sag ich mal. Und übrigens, ihr könnt ja bei der Domain, falls ich das nicht mehr was ihr gesehen habt bei mir, ihr könnt das auch gegebenenfalls selbst spielen, wenn ihr wollt, versteht sich. Das kostet, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Wenn ich das jetzt nicht genau weiß. Ich habe es, glaube ich, mal im Deal bekommen oder so, gar nicht mal im Deal, und das hat trotzdem nur vielleicht jetzt noch immer so 15 Euro gekostet oder 20, vielleicht sogar nur 10. Ich will es nur nicht raustappen und nachgucken. Ist das nicht so die Standardfrisur, die ich ihnen verpasst habe? Das Gesicht ist anders, oder? Ich bin gerade verwirrt. Ist es nicht so dasselbe Gesicht? Ich hatte ihn... Jetzt sieht's... Hä? Okay, das kann ich ja nach dem Stream nachschauen. Ja, das hat mich gerade wirklich verwirrt. Vor allem, dass die Haare eben auch so weiß sind, hey. Also jetzt in der Sonne zumindest. Ich hätte ihm schwarze Haare gegeben, komplett schwarze Haare. Naja, was soll's. Außerdem ist es nicht zu wichtig, sage ich jetzt mal. Auch wieder runter. Wieder im Flip oder tot. Ich dachte mir schon für mich, dass jetzt noch irgendwas kommt. Ich hatte jetzt nicht so gut gedacht.
Mann. Okay. Seltsam. Das qualmt ganz schön. Jetzt wird ein Ohr hier gleich in die Börse. You, who bore witness to the secret with your own eyes, who knows in your heart of hearts that the revelation that he bears is true, and who has understood that this knowledge could cast us into endless pits of despair. As you drink the sap of the world, the water that feeds our lives, abandon the one you thought you were, and instead become our brother, Zeremonie. Scheint das so zu sein? Der ist nämlich auch ganz. Together we have shared the water and secret. Can you swear to forever protect the knowledge of the earth and to dedicate your life to finding it again? To defend and protect our secret, even with the sacrifice of your life, if need be? I swear. Then welcome, my brother. Ah nee, weil das alle Technomancer sind, heißt es alle Monster. Okay. Krass. So, dass ich jetzt dazwischen geklappt habe. Ich habe möglichst versucht, nicht im Dialog dazwischen zu bleiben. I know you must be troubled by what you've learned, and I assure you that it's no less troubling to me. But be proud of what you are, and know, no matter what, we are by your side. And that this initiation, as horrid as it may be, makes you forever our brother. You showed the courage of lions beneath the dome, and for it, you have been made an officer. So I imagine, now that you no longer need my guidance, it will send me elsewhere, with the great and endless pride of having been your teacher over these few years. The honor was mine, Master. No, not Master. It's just Sean now. Go. Take your assignment as an officer. Count the blessings you've amounted, those that allowed you to avoid the front thus far. Captain Eliza is waiting in the barracks. She's harsh, but fair. But before you find her, we all know the regulations. Technomancers get no leave from the front in times of war. So being here, I can't even sneeze without a report being written up. But you have a free pass. I need you to go to the exchange district for me. There's an itinerant merchant there who was supposed to arrive yesterday. Just meet with him. The merchants have no ties to abundance and travel among us like shadows. They hear things, whispered things, and pay people to forget they are there.
I'm looking for information on any archaeological discoveries that could expose the Earthlings. Information that would help protect our secret. Ask him if they've heard of any such finds. Yes, Great Master, as you wish. Good, Zachariah. But take care that not a single soul knows what you're after. Not a single soul can hear your exchange with the merchants. Alles klar, das ist ein Geheimnis. Bitte jetzt freigeschaltet. Ich habe jetzt schon 2 Aufträge insgesamt und heilige Scheiße, bist du laut, ey. Ich bin laut. Und doch, wir haben ein anderes, zumindest ein anderes Gesicht. Andere Haarschnitt weiß ich jetzt nicht. Andere Haarschnitt weiß ich jetzt nicht. Das sind noch 2. Wie bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin nur nicht Stufe 6, okay. Ich ihn scheinbar nicht selbst weggehauen habe. Aber schon. Sehen. Schon. Sorry. Scheißdreck, warum muss das so groß sein? Sorry, aber das ist wirklich groß. No. Also die Stadt ist groß. Die Börse, die Quelle, Kapelle der Technomancer, der Bahnhof, die Börse, ein Lagerhaus, Archiv, Kaserne, okay, die Quelle, der Untergrund. Auch die Quelle. Aber jetzt so der Untergrund. Die Slums, der Untergrund. Die Slums. Okay. Ist ja recht relativ krass. Wofür? Alte Kuppel. Ah. Das ist auch so ein Teil, was wir zwar öffnen können. Verstehe. Interessant. Nur 2 Technomancer können das öffnen. Denn sie ist heilig. So soll es sein. Quelle. Ja, ich weiß, Ananas-Zitat. Nicht Ananas-Zitat, Vatas-Zitat. 2. Das ist Meister Connor. Den kann man auch reden. Das eine da wird Sean sein. You must go see her captain right away. She is waiting for you at the barracks. I will be happy to talk about your progress later, but I don't want you to get a penalty early on in your integration. Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Be careful. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? What can there be at this excavation site? For us, now, having not been there? We could only speculate. But should those rumors hold true, there are relics to be had. With those relics comes priceless information. Information important enough for them to transport Technomancers in droves to the middle of the desert. It makes you wonder. Have they uncovered traces of the colonists' legendary beacon? If you believe the tales, it could resurrect communication with Earth. For 2 centuries, Technomancers have scoured this planet for this beacon. And for 2 centuries, this beacon has eluded us. Okay, also die Technomancer suchen zumindest scheinbar einen Weg, einen Sender wiederzufinden, der direkt von den Kolonisten gebaut worden ist, wohl, um mit diesem Sender wieder Kontakt zu der Erde herzustellen. What do we know about these itinerant merchants? They are unbound by loyalties, flitting from corporation to corporation.
Beyond that, I know little more than myths and legends, often difficult to unravel from the truth, like the tales of hidden mountainside villages stashed with their wealth. Never have I encountered another group that despises and envies in such equal proportions, impugned for lack of loyalty or origin to our superior culture, but regarded for the freedom that comes with that. In truth, though, for me it is the information they trade in that bears their greatest source of worth, far more than the trinkets they hawk. What can there be at this excavation site? For us, now, having not been there, we could only spec. For 2 centuries, Technomancers have scoured this. Also seit 2 Jahrhunderten suchen die Technomancer schon danach. Jetzt ist die Frage, gibt es die Technomancer schon seitdem es auch die ersten Kolonien gibt? Das ist jetzt nicht so ganz offensichtlich, wir haben das gesehen im letzten Video. Da haben auf jeden Fall schon wahrscheinlich Erdenforscher an solchen Leuten herumexperimentiert, die mehr Elektrizität in ihrem Körper sozusagen haben. Ob das eben auch direkte Technomancer dann schon waren, das ist auch die Frage, ob das erstmal so eine Art Vorgeneration war. Und ja, ist aber trotzdem interessant. Entweder sind die dann schon seit 200 Jahren mindestens hier auf dem Planeten jetzt, also leben jetzt schon seit 200 Jahren hier auf dem Mars, oder sogar noch ein bisschen länger. Ich finde es auch interessant, dass Wasser als wirklich besonderes Symbol scheinbar angesehen wird, hey. Zumindest für die Technomancer. And why, if I may ask, are these relics so important? Each relic is a breadcrumb that could lead us back to their bygone, yet far more advanced era. We are little more than feral offspring to a once illustrious time filled with scientific and artistic knowledge long since been lost to us. A cultural de-evolution of catastrophic proportions. The value of these relics cannot be overstated. A simple fragment could mean strides forward in knowledge, leaps forward in time, and in the wrong hands, the extinction of our kind. What do you think of our army? A question requiring a delicate response indeed. For we are a part of that body. An integral part, perhaps. A vital organ, but still just a part. As such, one may not talk about the whole without impugning the parts, which in truth I am not wont to do. But with that spoken, it is very old. On one hand, good, well-established, the best equipment, disciplined troops, professional. But on the other hand, set in its ways, a double-edged sword indeed. For inflexibility is merely a step from paralysis, an iteration of the old dog's new tricks scenario. And with ranks practically inherited, there hardly exists a culture that encourages hard work or passion among the troops. Why work towards something that's unachievable? And of course, it's less than ideal that there are far too few of our kind among the ranks. Next to Aurora, we're surprisingly deprived in that field. And they're in the process of collecting the laurels of their politics right now. What do you think of our army? But with that for inflect next also to ihr habt eigentlich mehr oder weniger nur über die Technomancer, die es haben, scheinbar. What can you share about us, the Technomancers? We are, as you have learned, mutants, Zachariah. But while other mutations form the poor, deformed creatures that we use like commodities, ours has produced within us gifts. Whether this knowledge is shared among the Technomancers of Aurora, I know not. We are all still learning about ourselves, with knowledge segregated from faction to faction, corporation to corporation. Even Aurora conducts experiments that would be of interest to us. We whose gifts have turned us into living weapons. And despite our strengths, despite our role as guardians of knowledge, the last link to the Earth's past, the sole reason the corporations have not yet collapsed, our instability
has ensured that any seat of power remains elusive to our kind. But never forget, no matter what our enemies, even those inside Abundance, may think or espouse, they need us. It is not the other way around. We are our own masters, never slaves. What can you share about us? We are, as you have learned, mutants, Zachariah. But whether this knowledge, and despite our but never forget. Also, sie sehen sich doch schon als Mutanten an. Ich glaube nicht so recht, dass sie wirklich direkte Mutanten sind. Jetzt ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Aurora scheint die andere größte Stadt wohl auf dem Mars zu sein. Neben dieser Stadt hier, scheinbar. Scheint so. Nicht, dass ich das auf jeden Fall weiß, aber es scheint so. Do you have any insight on Technomancer? Zachariah, listen closely. As much as my heart yearns to spurt vitriol at his name, discretion is the better part of valor. Speak neither ill of the dead nor of those who could make you so. That man is filled with more blind aspiration than sense, easily manipulated by those who know how to flatter him. He would give up everything for the slightest bit of praise. He is the antithesis of you. While you ascended, his weaknesses have kept him from initiation, and he holds it against you. But do not get sucked into his petty games. He is a dolt, worthy of less attention than contempt. Okay. What can you tell me about the ASC? There is nothing to learn, officially, because no one talks about them out of fear. Speak of the devil and he shall appear and all. Silly superstition. But fear drives men as much as serum, I suppose. The true source of their power ultimately stems from their surveillance services. And with the war comes near limitless authorities in such matters. More often than not, authorities are aimed at their own dissenters rather than any deeply tangible threat to our great Mother Abundance. At their core, they are quite simply the most mortal of threats to us. So I would advise you, stay in line. Do as you are told, and attract little attention, for it is now a perilous game of survival. Okay. Do you have any wisdom you can share regarding Colonel Victor? Wisdom or warning? He is a dangerously smart man with an insatiable hunger for power, an unending drive to have us in his pockets. A chess master, I fear, with just enough savvy to find a way to do it too. Someday. Someday. Eines Tages. Personenfragen, Ortenfragen. Okay. What can you share with me about the source? The center of all Abundance's power in Ophir, each building a symbol of its proper function, with the source set directly upon an ancient colonist dome that provided the vast bulk of our collection. Fascinating, is it not? Even if vestiges are all that remains of the old dome. To think that there was once a man, exactly where we settled, who had seen Earth with his own eyes, perhaps touched it with his own hands. Die Erdenbewohner werden ja schon fast als Heilige gesehen für die Marsbewohner. What do you know about my barracks? A perfectly inelegant mix of testosterone and bachelorism. What could I add that you do not know for yourself firsthand? Poor food, worse quarters, but it serves its purpose. Barracks for the source, no more, no less. Schlechtes Essen, schlechte Getränke. What can you tell me about the exchange quarter? A melting pot for sure, forging an amalgam of cultures, commodities, and peoples, filled with merchants hawking equal shares of wares and information with such freedom that it gives the impression that it is unburdened by the scrutiny and heavy hand of Abundance's surveillance. An impression that is, in a word, faulty. What do you know about the underworks? Little more than common knowledge. Kilometers of tunnels lined with endless rows of warehouses storing who knows what for who knows whom.
forged in part by man, in part by nature, and in part by the creatures that dwell within them as they extend all the way out to the ancient waterways. Okay. Die Slums kann man ihn nicht fragen? Das ist ja krass. That dome we went to with Master Sean, where did it come from? A relic of the first colonists, long forgotten until after the turmoil, discovered upon the building of Ophir's first shadow path, and finally opened as a place of knowledge by one of our own, transformed into a storehouse for knowledge and secret discoveries until its collapse. So much was lost, but you were not. And if nothing else, I have that to be grateful for. For it is now we need fresh blood more than anything. Okay. That dome we went to with Master Sean, where did it come from? A relic of the first colonists. So much was lost, but... Ah, meint die alte Kuppel. Meint die alte Kuppel damit. Wo wir waren. Die ist anscheinend eingestürzt. Das habe ich jetzt nicht gedacht. How are you, Zachariah? I'm fine, and you? Good. How may I be of service? What do you know about Great Master Ian? A truly great man, instilled with a vision and goal that most likely saved us. Before his arrival, things were simpler in Ophir. The ASC was out here, but by and large, they were little more than a corporate espionage network, disinterested in either the army or us. Of course, we always answered to a chain of command, but it was nothing like what we've experienced since Victor has taken the lead. From the beginning, there was cause for alarm. However, the former Great Master, Brandon, was far too old to have energy enough to lead the charge against our enemies. Ian, though, is inspired. He's inspired us to stand up for our right to freedom, to expand our understanding beyond the simple message we all saw in the dome. Such wisdom and strength are rarely found in one person. Sorry, ich weiß jetzt nicht, was da zu der Nacht stand. Vielleicht kann ich das so schnell bei dem Stream selbst nachgucken. Möglich wäre alles. Sorry, dann erstmal für das Standbild. Jetzt, Kai, vermutlich. Okay, ging schon weg. Ging schon weg. Sorry. So. Do you know Sean? Not as well as you, I am sure. However, from what I can recall as his teacher long ago, he was an idealist, hungry for change, for a world where technomancers wouldn't have to hide their secrets, where they might live normal lives with families and children. But, unfortunately, that dream, which might have provoked him to become a catalyst for change, merely left him bitter from the loneliness inherent in our condition. He is lucky to have found such a friend and student in you, and because of that, his leaving for the front will be terribly painful for him. What are your thoughts on the ASC? Were I a younger man, I might play it safe. Say I know nothing of them, that they protect us. But age exhausts the desire to continue down such a path. The ASC is a disease that is destroying abundance for the vanity of a single man, Colonel Victor. They're not just our enemies as technomancers. They are also our enemies as citizens of abundance and inhabitants of Ophir. They strangle the freedom of the people under the weight of their own paranoia. To them, everyone is guilty of something. Their sustenance is hatred and fear. And, I fear, a clash with them will one day test our survival. What do you know about the Technomancers?
For such a specific question, it raises broad answers. I cannot speak of those from Aurora, for instance. I know they have little power there. That they are seen more as guardians than soldiers. But do they know from where their abilities stem? Here, only the initiated know. As you are aware, we keep the youngest of our kind in the dark, fearing the knowledge might be too much for them to bear. That secret, though, once shared, forms a bond like none other, melding us into brothers and sisters, bonding us in spite of Abundance's efforts to keep us apart. It forges solidarity, a concept very dear to me. It defines us, I believe, even more than our powers. Wo könnte vielleicht auch der Ort sein, wo man in Mars Warlocks ist? Naja, werden wir dann sehen, wenn wir das dann spielen. What do you know about the Exchange Quarter? A strange, almost exotic neighborhood. A haven for merchants who claim no corporation is their home, who bear with them goods and news from beyond our borders, and boggle the mind with their uniqueness. It's refreshing. You know our chapel very well, don't you? An ancient place. The remnants of the first domes in the city upon which Ophir was built. Though, admittedly, we know not what they were used for back then. Perhaps a place of worship, perhaps of knowledge or research. One cannot know, as its purpose was adapted and changed to meet the evolving needs of generations of Technomancers. Numerous relics and tunnels linking it to the underwork have been added over time. What can you tell me about the source? It is the heart of Ophir, and therefore Abundance's. The city's most ancient neighborhood, spotted with the remnants of the original domes. A place of power, as expected, where politicians, military officials, ASC members, and even Technomancers mix. Besides our chapel, though, I admit it is not a place I enjoy. I am no diplomat, and in a neighborhood where all that matters is how many there support you at the council, it is not a place for me. Are you familiar with the underworks? I know them, in bits and pieces. People say they extend for untold miles. Subterranean channels forged by water and the claws of creatures so expansive that none have ever explored them all. Beneath the chapel lies a crypt containing the remains of our most distinguished members. But there as well are countless storage areas, shortcuts that elude the less desirable areas of the city, and even places of refuge for the banished and most wretched of our populace. What can you tell me about the slums? Besides the underworks, they are the largest part of our city. As its population swelled, so did its buildings, but far too quickly and without proper standards, which now leave its occupants sans adequate safety, urbanism, or even means for sanitation. It is a surprise that many of those buildings have managed to stay standing, and that some contagion has not yet spread. Also man muss sagen, die NPCs, mit denen man reden kann, hat man eigentlich so viel zu sagen. Man kann sie auch ganz gut ausfragen. Das finde ich nicht schlecht. Ja, ich mache das Gehen manchmal, aber nicht immer. Was einfach daran liegt, man ist einfach nicht schnell genug, wenn man... Ich kann nicht öffnen. Why? Man ist einfach nicht schnell genug, wenn man dann... Will ich hier mehr als 30 Stunden sitzen. Also, sitze ich ja jetzt sogar länger schon dann als 30 Stunden an das Spiel hier. Zack, zack, zack. Kann ich auch nicht öffnen. Aber wollte doch nicht nur verarschen. Okay. Ich raten, kann ich auch nicht öffnen? Ich wusste es. Okay, die Kapelle wäre also erstmal schon mal komplett erforscht. Das Schäbel. Das mit der Nacht muss ich mir wirklich irgendwann nochmal ansehen. Wann weiß ich nicht. Beide gucken nach rechts. Nicht zu sich schauen. Lieber ganz woanders hinschauen. Das ist immer besser.
Erforschen muss sein. Erforschen muss sein. Aha, da ist nämlich jemand. Wie kommen wir mit dem reden? Okay, nein, das ist nur so Datenschein. Wo kommen wir denn hier hin? Dahin. Da kann man ja mal hingehen. Can't go through here. Can't go through here. Ich verstehe. Ich brauche die Leiter, die da oben ist. Die muss ich runterkicken, scheinbar. Oder so ist was in der Art. Dark Souls? Hey, schaut auf! Hey, Metallschutz! Ich kann Dinge craften. Und noch mehr. Yay. Und noch ein Mülleimer mehr. Yay. Das haben sich, glaube ich, in jedem Spiel schon mal gewünscht. Ich glaube, das geht ja auch in einigen Spielen. In Fallout kann man auch einen Mülleimer primären, das weiß ich. Jetzt nur nicht, in welches Spiel das noch so alles geht. Da ist nichts, was ich mir noch schnappen kann. Metall schon. GG. Da geht's zur Börse, das sehe ich jetzt schon. Okay. Da ist die Kaserne. Da sind Soldier. Also dort. Ich muss sagen, die Stadt ist relativ schön gemacht für eine Stadt auf dem Mars, müssen wir jetzt wiederum sagen. Du bist müde. Beüb dich zu einem Zimmer mit dem Symbol. Deine Karte ruht dich dort aus. Aus Ruhe bist du effektiver und wählst einen Erfahrungsbonus. Oh! Ach so, okay. Woher weiß man, ob man müde ist oder nicht? Frag ich mich jetzt so teilweise. Hier kann ich natürlich pennen in meiner Kaserne. Das frage ich mich jetzt trotzdem teilweise. Woher weiß man, ob man müde ist oder nicht? Ist da irgendein Symbol oder so etwas? Vielleicht zum Beispiel bei der Erfahrung vielleicht ein Plus. Das ist übrigens krass, dass hier so eine Panzersperrung sind. Weshalb auch immer die hier eigentlich sind. Da schon mal ein paar andere. Da geht's runter, da geht's runter. Lass mich runter. So. Technomancer Foto. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Kaserne rein. Dann nach der Kaserne gehen wir dann hier hin. Also jetzt nicht direkt in den Untergrund, sondern erstmal so in Richtung Wien kann man nicht mehr reden. Interessant. Hier ist noch überall. Oh! Zeig mir, wie man ein Schloss knackt. Yeah. Zeig mir, wie man ein Schloss knackt. Ach ja. Willst du meinen? Kopfgeld? Gibt es das in dem Spiel? Scheinbar nicht. Da komme ich jetzt sogar gar nicht mehr rein, weil das wohl das von den jüngeren sozusagen Quartiere waren. Das ist interessant. Jung. Hier in so einem Gebäude kann man mal noch langsamer gehen. Lieutenant Zachariah Mancer, your reputation precedes you. A promotion well deserved, I hear.
I'm Quartermaster Ryan Stewart, in charge of logistics in this barracks. Equipment problems or improvement, or you need to collect your pay, I'm your man. Pleasure, Quartermaster. Hi. Lieutenant, how can I help you? Hi. Lieutenant, how can I help you? Das ist jetzt schon ein Tent. Und er kann mir da nicht helfen. Zeig mir, wie ich das Schloss schaue. Das scheint die Kapitänin zu sein. Sowjetunion? Nein. Spaß, das mit der Sowjetunion. Kannst du regieren gehen und mit so eins drüber reden? Fortunately, this is beyond my skill level. Need a key to open this door. So, da. Wow, hab mich jetzt gehört? Ich weiß nicht. Aber so, jetzt bin ich erst wieder da. Also aufsperren erfordert einen Schlüssel. Ja, ich war kurz übrigens auch. Ich weiß ja nicht, wer ankündigen sollen. Das ging dir schon recht. Kann ich mit dir reden, Dude? Nein. Kann ich nicht anstrahlen? Ja, cool. Ich kann dich anstrahlen. Das ist doch eine schicke Glasmaske. Ach, da ist die Zielzusammenstellung. Das ist doch cool. Eine Truhe. Ich habe eine eigene Truhe. Ich habe eine eigene Truhe. GG. Muss ich vermutlich hier lang? Da geht's gar nicht raus. Ja, da. Anderer Weg, da geht's raus dann. Du wirst rausgehen. Kann ich gar nicht mal aufsperren.
Lager nicht mal durchsuchen? Okay. Das ist ja auch schon Gothic mal gelohnt, vergesst das nicht. Moment, es gibt im Verlauf deines Abenteuers mehrere davon. Sie haben auf deiner Karte das Symbol. Hier ist immerhin eine Werkbank zum Herstellen eines Ruhe und ein letzten Schwab. Interessant. Das ist ein Lager. In der Truhe sind scheinbar auch gar keine Gegenstände gelagert. Okay. Schade, hatte ich jetzt so gedacht, dass da vielleicht schon die ein paar Gegenstände gelagert sind. Ja, das tiltet einen wirklich teilweise. Dieses Geräusch. Das Schaden erhöhen. GG. GG. Und was Unterbrechung noch weiter erhöhen. Wie soll das denn aussehen? So. 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 Ja, ich glaube, ich erhöhe das Unterbrechen ein wenig. Was kostet mich das jetzt? Metallschutt und Metallkomponenten. Kann man gut und gerne machen. So recyceln wir wieder. Hübsch. Rüstung. Haben wir eine Schutzbrille. Das wissen wir schon. Eine Arbeiterjacke. Die will ich vielleicht noch nicht, weil anscheinend das ist so eine Art passiver Bonus oder so etwas. Ich muss dann nicht unbedingt den Skill direkt leveln, um höhere höhere Sachen herstellen zu können. Mal sehen. Die Arbeiterschuhe wiederum, die würde ich gerne, nee, das sind ja Technomancer-Schuhe. Würde ich mal recyceln kann. Okay. Technomancer-Schuhe, die kann ich recyceln. Das heißt also nicht, dass man unbedingt die Komponenten bekommt, sondern nur, dass man die Komponenten bekommen kann. Auch interessant zu wissen. Ist ja bald am Morgen. Ich bin trotzdem ausgeruht. GG. Jetzt mal zu.
So, sorry Jungs, da war ich Jungs und Mädels, besser gesagt. Was heißt hier eigentlich Jungs und Mädels? Ladies and Gentlemen. Sorry. Da war ich mal kurz wieder AFK. Hab so gemerkt, weil ich sogar nicht mal Menü angemacht habe, habe ich dann jetzt mal angemacht, oder? Und ja. Geht erstmal ein bisschen weiter mit Technomancer. Wie lange lege ich jetzt eigentlich schon auf? Schon eine Stunde, oder? Sorry, ein bisschen Schluck auf. Das war's, dann bin ich schon Schleichmodus gegangen. GG. Schade, gleich nicht mehr. Jetzt soll. Also ich habe jetzt 2 Aufgaben, glaube ich. Ja. Der mit dem Action ist abgeschlossen. Lieutenant Zachariah Mancer, I think congratulations are in order. Captain Eliza Major, welcome to my unit. The honor is mine, Captain. For now, we're stationed in town and focusing on missions intended to maintain order and safety among the civilians. Here are the 2 other fine soldiers making up your unit for the time being, David Ward and Jeffrey Hunter. My pleasure, Lieutenant. Congratulations, and... Leave the ass-kissing for later, soldier. Lieutenant? Yes, sir, Captain. Excellent. Moving on to more pressing matters, our mission just came in, and it's aimed at smothering regime opposition. According to the intel the ASC gave us, those terrorists live in the slums, and are plotting several attacks to undermine our corporation. Your mission is to infiltrate the terrorists, stop the attacks, and find your way to their leader, Bulgakov. Orders are to capture Bulgakov alive. We're going to drain him for intel about other terrorist cells and dismantle the entire network. So beat him only as much as you need to take him. You got it, Captain. Okay. Move quickly. The longer you take, the more risk there is to the citizens of Ophir. And I won't have that. Before you go, though, there's one more mission. One requiring speed and discretion. We have deserters in our ranks, Lieutenant. Deserters planning to flee like rats through the city's underground. That won't happen. Do you understand me? You find them, and you eliminate them. Each and every one. That seems harsh to you. Setbacks against Aurora have ruined our reputation, to the point that every action we take is scrutinized and extorted by those seeking to gain from our fall. A mass desertion would spell scandal if it became public. You catch them before any word of their escape comes out. So move, now! You only have a few hours. Okay. Okay. Auch verdächtig. Man kann 2 Leute im Team haben. Wir vertrauen den beiden mal. You already back, Lieutenant Zachariah? What do we know about Bulgakov? More than nothing. Not much more. He has a hell of a fine reputation, among terrorists at least. Real upstanding killer. Smart. Not a damn clue what he looks like or where he is. Only way we're gonna find him is to stay on the rebels. The ones who know him. Otherwise,
Guy might as well be a ghost. Okay. So how'd the ASC get its intel on the terrorists? Some questions, Lieutenant, are better left unasked. And some answers better left unknown. Not a fan of the gory details. All I know is the intel now points to Bulgakov and his men planning an attack. And come hell or high water, we're gonna stop it. Right? Na, mal sehen. Where exactly were the terrorists seen? Not wearing name badges or carrying signs, for fuck's sake, Lieutenant. It's gonna take a little more legwork. They're in the slums. Open your ears, bend some arms. I'm sure you'll find some creative ways to find them and their leader, whose head I want on a stick. What's the word on this sergeant you talked about? Boris Ward? Balls out soldier from what I hear. Took some classes here. Hero on the front, loved by his men. Enough so that after he came back and decided to desert, they followed his ass. Something we could never let happen again. So why the desertion? Not a damn clue. They didn't send a Dear John letter or a greeting card when they left. So who the hell knows? PTSD? Cowardice? Aurora propaganda? Take your pick. Doesn't matter. End result was the same. That said, the front changes, men. Living on the edge of life and death, day in and day out for months on end, and then returning to the banalities back home. It must become unbearable after a while. I prefer not to have to kill him, if there's any other way. And I understand that. But I'd prefer if you didn't have a preference. A lesson needs to be made, Lieutenant. Whether it's at your hands or via court-martial, he's gonna die either way. The former just makes for less of a scandal. And in times like this, in times of war, that makes for a happier captain. Lieutenant, now's not the time to be soft. The army's losing respect. The generals are losing power. We're a baby step from becoming little more than toy soldiers and figureheads. The last damn thing we need is a scandal. Make sure he dies quiet and in the dark. Okay. What's the word on Abundance's army, Captain? Even as a Technomancer, you have to know the subject well. I take it you're asking if the war's changed things for us. We have the best army on Mars. The best men, the best weapons. But still, the image of our men among our people is dwindling due to the losses in Aurora. Even our generals have little say in the council anymore. I don't know how we're going to restore our prestige, but currently, we're not as important as we once were. Also Aurora ist zumindest militärisch stärker als Osiris, so wie das heißt. Osiris. What's the word on David? David Ward's a good soldier. Great track record. But he's grown bitter for some reason. I don't think he's one to do anything stupid like go AWOL, but I just hope he gets back on track in your unit. Get the sand out of his eyes. Just keep an eye on him. What about Jeffrey? Jeff Hunter's a little shot of adrenaline from Green Hope. Good soldier. Young and brash and annoyingly childish at times. But I'd rather have a unit of brave idiots than an army of brilliant cowards. Gut, muss man sagen, kann man verstehen. And what are your thoughts on the Technomancers? That a trick, Lieutenant? What do you want me to say? Your abilities are incredible, and your value insurmountable. But if I may, your kind are not ones to coexist. Keeping to yourselves, refusing to mingle with the likes of us, the common man. So I've long since given up on trying to gauge you. Remain quite aware that instability comes with the role. Power can undermine all men, Lieutenant. Do you know the great master of the Technomancers? Know him?
Not really. I met him once. A wise man. Highly ranked. Full of secrets. In short, no different than most Technomancer officers. Do you know Alan Mancer? In passing. We crossed paths during drills, but I don't like him. He's undisciplined. And that makes a man dangerous, unpredictable. At the very least, it gives Technomancers a bad name, Lieutenant. Das ist der, mit dem man ganz kurz am Anfang reden konnte. Irgendwas sagen konnte. Zu dem man was sagen konnte, meine ich. Okay. And what of the opponents to the regime? Their dreams go only as far as the corporation's demise, with no plans to fill the void that they'd leave. They're cutting off their nose to spite their face, trying to undermine our unity in times of war. They're terrorists, nothing more. They're either nihilists, or simply naive to Aurora's manipulation as they try to achieve some unknown end, without even understanding that they're working for the enemy. But according to the ASC, their numbers are rising and their structure is stabilizing. And we're the only barrier to them harming more people. Okay. What intel do you have on ASC? They're the linchpins of abundance. They head up our security, spy on our enemies, and keep an eye on our opposition. They're our eyes, ears, and arms. Under Colonel Victor, they grew steadily in power, and now stand at the top of the heap, just below the Dowser. A piece of advice. Keep asking questions about them, and you better start watching your back. There's not much they don't hear or see, Lieutenant. Das ist wie eine Art Geheimdienst. Das ASC. What do you know about Colonel Victor? He's a patriot who transformed ASC into the power they are today. But that's not first-hand knowledge. Just what I've seen and heard in passing. And it's all I know about him. What do you know about the source? It's Ophir's center of power, and because of that, the center of abundance. Word is, before the barracks and chapel were built, it was the excavated site of an ancient colonist dome, one of the oldest on Mars, if the stories are true. I don't have a damn clue either way, because I'm a soldier, not a historian. What can you tell me about the barracks? It's a barracks, Lieutenant. What's to know? Main one in Ophir, built to house soldiers securing the source and the rest of the city too. I also know that your unit, as special as it is, isn't the only one stationed there. Most of the others simply serve as the city's police. What's the deal with the exchange quarter? Only neighborhood in abundance that welcomes foreigners with open arms. So it's filled with hotels and merchants who use the adjacent station to send their goods all over our territories. And with the foreigners comes trouble. The kind that's far too often beyond our control. So if you're going there, be smart to watch your back. Know anything about the slums? The name says it all. Too little space for an influx of too many people who can't afford anything better. It's not the shining star of abundance. And with the war, it ain't the priority either. So I doubt it's gonna change. It's not the place you want to go if you want to take a walk at night, unless you're looking to come home with a lighter wallet and a little less blood. Poverty breeds desperation, which breeds crime. We need to stop the breeding. What do you know about the underworks? Never seen an ant farm, Lieutenant? A never-ending maze of tunnels. Some old, some new, some natural, most not. All lined with storage facilities housing any and everything you can possibly imagine. And I'm sure a fair number of things you probably can't. You want to go there, grip your gun tight and pack your ammo heavy. I don't know if it's any less safe than the slums, between the little creatures and outlaws that lurk there. But it sure as hell ain't safer. Okay. Gut. Wir haben 1 Tag und 5 Stunden die Deserteure. Oh, das ist krass. Dann gehen wir mal da lang. Wir kommen. Chasing after deserters sounds great. Where do we start? The slums. They must have gone home to ask for help, so we should pay their families a visit. I'm sure our escapees will be around. I find it disgusting, chasing my own companions. So,
Fahrzeug mit ihm, mit links, mit rechts. Ach hier, Jeffrey Hunter, David Vor. Was ist hier der Schraubenschlüssel? Ja, so die weiteren haben. Er hat ein Soldatengewehr. Echt Überfluss-Soldatenuniform, Soldatenuniformhose, Soldatenstahlstiefel. Kein ausgerüsteter Kopf. Kann er die Schutzbrille nehmen? Denke ich wirklich. So, schnieke Brille auf. Moment, sorry. Aha, Kampfüberfluss, die Deserteure. Einfach nur für die Deserteure. Alles klar. Marker anzeigen, bitte. Danke. Für die Deserteure haben wir seltsamerweise wirklich in den Slums. Warum kann ich nicht einfach in den verdammten Untergrund jetzt schon hinabsteigen? Frag ich mich da teilweise. Wenn sich im Untergrund verstecken sollen. Nicht schlecht. Können wir jetzt den Untergrund betreten? Und wenn die unbedingt wollen, dass wir in die Slums gehen, gehen wir natürlich in die Slums rein. Die Aufgabe denkt, dass das besser ist. Schauen wir hier Licht an. Zu sehen. Was hier so wäre, ist jo. Das ist ein ganz schöner Brocken da. Metallschutz. Alles. Alles mitnehmen. Nichts mehr zu geben. Okay. Verschossene Truhe. Yay. Ich bin verschossen. Gutes Sehen und Springfaller. GG. GG. So ein bisschen hier unter Garon. Und jetzt geht's weiter. Die anderen kommen auch die Treppe runter. Gut. Jetzt geht's erstmal zu den Slums. Würde ich sagen. Gleich direkt dahin, weil das zählt irgendwie mit als Aufgabe. Und ich habe nicht sehr viel Zeit dafür. Vor allem da der Tag-Nacht-Zyklus ja mal richtig schnell vonstatten geht. Okay, ja, das und Shops. Ich kann F halten, oder? Genau. Mache ich das zuerst mal. Ich glaube, ein Großteil der NPCs hier kann man gar nicht mehr reden. See the Technomancer? Shh, they're unstable. Anything can set them off. Let's talk about something else. Okay, okay. We never see him around these parts. Was ist los hier? Technomancer? Technomancer vom Dienst. Ja, mit dem kann man handeln. Denke ich jetzt einfach mal. Hier kann man nicht sprechen. Auf jeden Fall, die haben alle recht gute Kleidung an. Das sehe ich auch. Security. Ein paar mehr Soldaten. Soldier. So. Also es ist egal, ob ich jetzt da hingehe oder da hingehe. Hauptsache ich komme in die Slums. Okay. Ab erstmal in die Slums rein. Ophir, die Slums. Jetzt nützliche Informationen und sogar neue Aufgaben. Aha. Ist so wie ein Mass Effect oder Dragon Age. Lieutenant?
Das mache ich später. Ich habe hier eine Aufgabe, die Zeitbegrenzung hat. Wo soll ich denn hingehen? Sam Rogue und das Scott Seeker. Ach, und da ist das mit den Deserteuren. Okay. Okay, das mit den Deserteuren ist relativ easy, sage ich jetzt mal. Fahre dahinter, die Börse. Gegen die Opposition des Regimes. Okay, dann kann ich da hingehen. Wir machen erstmal das mit den Deserteuren, weil Zeitaufgabe und Zeitaufgabe. Ich bin eigentlich fast schon gar kein Freund von Zeitaufgaben. Auch Soldat. Immer schön schauen, mit dem man alles reden kann. Oder eben nicht reden kann. Ein Stammbewohner. Ein Stab, wird schon ein. Oh, hier kann ich das durchsuchen. Schrott. BG. Ach, ein Besen. Ja, sorry, ich kann manchmal Besen mit Stäben verwechseln. Naja. Ich glaube, wir müssen dort lang. Kann ich mir eine Himmelsrichtung sagen, weil ich nicht mehr weiß, wo hier im Norden genau ist und wo Süden. War's, ne? Weil ich erst noch mitrede, muss ich jetzt sagen. Bin ich da richtig? Reisen. Okay. Da gibt's Reisen zu gewinnen. Nein, natürlich nicht. Oh, interessant. Ich gedacht, dass sich hier mal welche so kleiden würden. Finde ich gar nicht mal so schlecht, finde ich so recht cool. Okay. Dort entlang, da entlang, hier entlang. What? Wir haben die... Ui. Oh. Ich soll sie hier leider auch töten, hey. Ist die Frage, machen wir das? Was haben wir jetzt gerade? Okay, ja, ich verliere den Erfahrungsbonus, schön. Für die Deserteure den Meeressergeant Boris Ward. Ich habe jetzt 3 Deserteure. Was soll denn der Sergeant sein, bitteschön? Untergrund, okay. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Eigentlich will ich jetzt nicht. Na gut, wir kennen den Grund momentan noch nicht. Take them down? That's the order we were given. Fuck, they're humans, not animals. Alright, they fucked up. But killing them? Really? Okay. Also er ist nicht begeistert darüber, dass wir die töten sollen. Ey, ehrlich, ich weiß auch wirklich nicht, ob ich das machen sollte. Ich meine, noch habe ich gutes Karma. Beziehung zu Überfluss ist übrigens freundlich, zur Armee ist auch freundlich, zu Wohl verdächtig, zu freien Mutanten feindlich, zur Opposition auch feindlich. Das ist interessant.
Vielleicht werde ich erstmal dann doch abwarten, die Typen zu töten. Ich meine, ich habe jetzt schon damit angefangen, ja, und ich habe jetzt gespeichert, weil ich bin so einer, der sich dann für etwas entscheidet, dann macht er das so. Allerdings werde ich jetzt vielleicht auch Can't do this. abwarten. Nochmal zu Onkel. Was würde ich jetzt machen? Ah, verdammt. V ist ja die Taste dafür. Das hier weg haben. Danke. So. Ich schaue noch im Foot erstmal ein wenig. Kommt nicht auf eine Maustaste. Kommt einfach nicht auf eine Maustaste, wenn er irgendwie euch hier bewegt. So, den Untergrund betreten. Der Untergrund. Ich frage mich, wie big oder groß der Untergrund ist. Will ich das eigentlich wissen? Where they're hoping to get to. I mean, sure these underworks are vast, but still. You think they want to join enemy lines? They're trying to get away from the war, the fights, and after what they saw, we can't really hold that against them. Why was I assigned to this unit? Gute Frage. Auf jeden Fall. Da sind Deserteure, da sind Deserteure. Und da ist der Sergeant Boris. Hoppla. Und die sind gar nicht mehr so extremst groß, scheinbar. Kann man wieder reisen. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier so lang. Ich weiß, ich bin erschöpft und kriege nicht die komplette Erfahrung. Aber wir haben ja nur ein Zeitfenster. Oder hatten zumindest nur ein Zeitfenster. Jetzt haben wir seltsamerweise kein Zeitfenster mehr. Weshalb auch immer. Wir gehen mal gleich zu den Boris-Typen. I know what the captain said, but I hope you're not planning to kill him. I know Boris, he's a great guy. He must just be at the end of his tether. He's fought a lot for abundance. It can't go down this way. Lieutenant? You've been a soldier a long time. Tell me about the army. Best years of my life, stuck in the worst job on the planet. Sure, it's the best army on Mars. Best trained, best equipped, most disciplined. But with guys serving for over 10 years without a single fucking promotion? Hell's the point? Where's the enticement to be a hero? Wow, thanks, another shiny fucking medal. It'll make my casket real pretty one day. No thanks. The officers are either legacies who went to the right schools or folks like you who actually went to good schools. Army doesn't care about valor in combat. They care about privilege. In my opinion. Okay. Interessant. Ach so ist. Hi. Aua. Okay, ich nehme erst den. Ich will nicht. What the? What? Okay. Ich hab's doch geschafft. Das war allerdings wirklich... Huiuiui. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass man erst mit Boris reden sollte. Also nicht mit Boris direkt reden sollte, aber zumindest vielleicht
zumindest niemand leben lassen sollte. Und deshalb habe ich mir jetzt so gedacht, okay, wenn der Typ das vorschlägt, nehmen wir uns einfach, lassen wir erstmal leben. Und gehen einfach zu dem Boris. Das Bäcker. Spaß. Beiseite. Und uns an, was der zu sagen hat. Was gibt es hier für Viecher? Das finde ich gerade ein wenig krass und interessant. Weil da so viele sind. What? Okay, die können sich auf jeden Fall wow. Sie hauen ganz schön rein. Aber ich bin schon tot. Also sie haben Elektroattacken. Ja, natürlich. Die sind komplett geheilt, aber ich nicht. Ich hab mich verarscht. Ich hab die andere getroffen, nicht. Okay, das ist wirklich relativ krass. Also das komplett alleine machen, das wäre wirklich schwer, glaube ich. Metallkomponenten. Aber eine Leiche. Also man kann ja auf jeden Fall verdammt viel looten. Das ist schon mal, also Loot und Leveln spricht schon mal für sich. Also das ist schon mal ein Pluspunkt in das Spiel, ja. Komm, da kann ich was looten. Ey, ich kann hier was looten und leveln. Hier steht mir im Weg. Danke. Serum. Schon mal Serum. Serum. Kann man sich auch Heiltränke, glaube ich, machen mit Serum. Und irgendwie noch was anderes, glaube ich. Kann ich auch mal lösen? Okay. Stufe 3. Alles klar. GG. GG. Dann gehen wir erstmal hier weiter lang. Hier muss ich, glaube ich, auch lang, um zu ihm zu kommen. Genau. Das war mir jetzt gerade ziemlich klar. Und dorthin kommt jemals? Keine Ahnung. Sehr okay. Ja, doch, da kann man auch hin. Okay. Würde man sogar da hinkommen, wenn man dorthin geht. Es hat sogar gespeichert, glaube ich. Auto gespeichert oder so. Von dem das Boris. So you got me, Mancer. Good for you. How much blood did you spill along the way? You're nothing more than a lackey for abundance. At some point, we've all felt the way you do about abundance. But they just take and take until we're all used up. We are tired and want out. But they send you, another loyal dog, to drag us back. I fought my whole life for them.
Today, for once, I'm gonna fight for myself. All right then, let's do this. Stop! Let me go. I am not your enemy. All I want is to live in peace. Please, I'm begging you. Wir können ihn entkommen lassen, wir können ihn aber auch verhaften oder eliminieren. Also ganz ehrlich, wenn ich das mal so sehe, wir wissen natürlich jetzt nicht, was ist sein genauer Grund. Ich meine, gut, ja, das mit dem Dingsbus eben. Ich könnte jetzt komplett gut sein und ihn entkommen lassen oder ihn verhaften und schauen, was dann eben gemacht wird, was das Kriegsgericht entscheidet. Ich hasse Entscheidungen treffen, wirklich. Ich würde sagen, weil wir momentan noch nicht so ganz wissen, wie krumm, ich sag jetzt mal, Überfluss ist und so weiter. Oder was Überfluss noch so alles macht. Irgendwie ihn erstmal Should verhaften. kill you, but I won't. Not like this. So I'm gonna take you in. Cooperate, and the military tribunal might just spare your life. Right. The tribunal knows about as much of mercy as the devil knows of kindness. No. I would rather die a free man. Ernsthaft? Okay. Ist ja anvisiert? Ja, okay, das war ein Fehler von mir. Oh Mist. Boris ist down, okay. Ein Eisenhammer. Aber 3 Stärke ist dafür erforderlich. Heilige Scheiße. Wie kann ich den Schuss machen? Brauche ich nichts knacken? Zu Datenbeinschienen. Eine Stärke, okay. Habe ich geplündert. Kann ich auch knacken, okay. Also wir müssen wirklich hin und wieder mal Heiltränke schlucken oder so, nachher ist sehr wie auch immer. Dann verhaften wir Boris mal, ne? Jetzt können wir dieser Bericht erstatten. Ist erstmal so, das hat zumindest jetzt erstmal nicht mein Ruf noch weiter geschadet, mein Karma. Ich glaube, das war jetzt sogar eher noch besseres Karma als das andere. Wir können uns da sogar noch entscheiden, ihn zu töten oder zu verhaften eben. Und jetzt habe ich ihn erstmal verhaftet. Wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz, was so Sache ist, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt erstmal ins Obergeschoss eigentlich gehen wollen. Da kommt man noch hoch in das Obergeschoss. Fortunately, this is beyond my skill level. Schade, schade, schade.
Dann haben wir irgendwann noch die Punkte dafür. Und dann komme ich nochmal. Achso, Stufe 9, genau. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich Richtung Technomancer gehen will. Und da muss ich die Lichtbögen erstmal upgraden. Schießt 3 Bögen statt 2. Lichtbögen können auf einen Gegner in hier überspringen. Ah, ich kann jetzt gleich nochmal... Interessant. Ich kann jetzt gleich nochmal ein Upgrade wählen. Jetzt habe ich erstmal erhöht die Chance, einen Gegner mit Lichtbögen bewegungsfähiger zu machen um 20%. Passive Fähigkeit sozusagen. Den Elektroschaden von Handschuhen um 20%. Upgrade von der Elektrowaffe. Elektrofaust, ein Schlag, der mit Elektrizität aufgeladen ist und über einen hohen Unterbrechungswert verfügt. Erhöht den Schaden der Elektrofaust um 50%. Erhöht Chance, den Gegner beim Aufprall bewegungsfähig zu machen um 25%. Ich nehme mal das. Zunächst. Jetzt habe ich noch 3 Punkte verfügbar. So. Will ich jetzt als Gauner kämpfen oder will ich als Kämpfer kämpfen? Oder vielleicht sogar ein Mix. Auf jeden Fall Wächter will ich nicht unbedingt machen. Ganz ehrlich, Wächter will ich jetzt nicht unbedingt machen. Sorry dafür, Leute. Einfach weil ich glaube, der Wächterkampfstil wäre dem von Mars Warlocks mit am ähnlichsten. Gauner oder Kämpfer? Gauner oder Kämpfer? Gauner oder Kämpfer? Ich mag den Gauner ja, weil er eben noch schießen kann und angreifen kann und so, hey. Weil eben so schurkenmäßig. Den Kämpfer machen. Ich warte, glaube ich, erstmal ab. So. Ja, die ist jetzt auf Nummer 7. Will ich lieber auf Nummer... Nein, du nicht. Aber du kommst auf Nummer 3 hin. Genau. Diesen einen Trank mache ich auf Nummer 5. So, und das andere hier, das mache ich auf Nummer 7. Perfekt. Hier kommen wir hin aufklettern. Das machen wir mal. Also mein Karma scheint jetzt nicht so sehr gesunken zu sein. Krass, okay. Etwas, was gut ist, sozusagen. Also hier sind noch gute Leute unterwegs. Ich dachte, hier wären jetzt auch schon oder böse. Aber nein, die sind uns noch positiv gesinnt. Noch. Die Frage ist natürlich, wie lange noch, ne? Weil unsere Entscheidungen können natürlich Konsequenzen mit sich ziehen. Auf sich folgen lassen haben. Habe ich die Kacke hier jetzt schon ein Schloss? Krass. Serum. Noch eins. Ist das so wirklich noch ein Serum? Ich wusste jetzt gar nicht, dass es noch ein Serum ist. Das ist jetzt eher nur noch ein Schloss. Das war noch ein Serum. Ein Schrank, den ich öffnen kann. Metallkomponenten. Ein Stufe 2 Schloss, das kann ich natürlich nicht knacken. Ich glaube, ich muss die ganzen Schlösser merken. Na gut, vielleicht noch nicht. Ich muss erstmal sehen, was ich dann da als nächstes Talent dann nehme. Auf jeden Fall, da geht's hoch zur Oberfläche. Also gehen wir da mal zur Oberfläche raus. Schauen wir natürlich überall noch nach Blut. Blut und Level. Das muss drin sein in einem Spiel. Und über das Steuern hässliche Krabbel mich noch unter die. Dann betreten wir wieder die Börse. In O4. Kann ich nicht sagen auf O4, weil so heißt nur die Stadt. Was wird denn hier? Aber wir sind sogar hier. Das ist cool.
Dann mal los. Sieben. Okay. Ja, gut, das ist. Das scheint morgens zu sein, also tags. Mit ihm kann man reden. Jetzt will ich allerdings trotzdem erstmal zu ihr gehen. Ich war da schon im Anwecker. You already back, Lieutenant Zachariah? So, hier. Captain, report? Yes, Lieutenant. Rest assured, potential scandal's been abolished. Everything's in order. We managed to neutralize most. Some, unfortunately, escaped. Then you didn't act quickly enough. It should have been your priority, Lieutenant. Because of your failures, all we can do now is hope that the word doesn't spread. What was the fate of the sergeant in charge of the group? Sergeant Boris? Wir haben ihn doch verhaftet, oder? Ja, wir haben ihn verhaftet. He's been arrested. I take it some moral relativism stopped you from killing him? But now, because of it, we're going to have to face an internal investigation. The ASC will interrogate Boris, and even if a scandal's been avoided, our cracks will now be apparent to the powers that be. In spite of the less than perfect results, go find the quartermaster. He has your pay for this mission. Good. Moving on. We have new missions. Bit of a welcome change from the big chases. We've got state officials arriving in Ophir today, and an ASC warning that an influx of Aurora spies in the city are planning trouble. For security, the officials will be picked up in rovers outside the city and brought to the hangars, rather than coming through the station. We've got brigades tracking the spies, but you're gonna have to usher them through the slums and make sure they get to our quarters safely. No excuses. No failures. We clear? Questions, Lieutenant? We have rovers. A few of Abundance's most prized relics, dating back to the colonists. Fragile and hard to fix, though, so they're used sparingly. But when we need to travel away from our shadow paths, they're damn near invaluable. They're small, though, so they're not transporting more than a few men. But who knows? You may find need for them on quick and dirty missions in the future. Who are these officials I'm being sent to babysit? Senior ministers of agronomy evacuated from Greenhope. Some coddled pop star singer, and most importantly, some senior officials, including the High Judge, a man we can't afford to lose. Whatever you have to do, just make sure you get them to their destination in one piece. What's Aurora have to gain by targeting our officials? Destabilization? Humiliation? To show they can strike anywhere at any time, even in the heart of our capital. I don't have a damn clue how they got so deep inside the city. But the only thing that's important now is to make sure whatever the hell they're planning is put to an end. The consequences could be disastrous. Okay. Ich finde es allerdings gerade ein bisschen krass. Wir haben trotzdem noch einen Rufplus bekommen. Und ja, nicht nur einen Rufplus, ja, krass eigentlich. Die Aufgabe ist sozusagen gescheitert? Wir haben die Deserteure eben nicht getötet, hey? Wir haben die Deserteure zwar gefunden, aber nicht getötet, aber dafür haben wir Sergeant Boris Ward eliminiert, sozusagen, in Anführungsstrichen. So. Okay, das ist schon relativ interessant, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht. Ist automatisch was gespeichert worden? Ja, an die Börse jetzt gerade. Ist erstmal so. Das ist jetzt so etwas. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und gut ist. Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go.
Serum und Soldatenstahlstiefel. Word on the street is that the locusts are swarming the underworks. Patrol gonna get it under control before the shit hits the fan? Unlikely. High Command's about as interested in the slums as they are the underworks. Why try to spit shine a turd? And what's it to you anyway? As it goes, little nuisances have a way of becoming big problems over time. Proliferation. And I'd be willing to pay to nip it in the bud now, before they start to hit our warehouses and personnel too. Well, you'd have more luck killing them in their nests than hunting them one by one. Or you could booby-trap the tunnels and catch the rats while they roam. Your call. Fiese Version. Zerstöre die Heuschreckennester. GG. Eine Nebenaufgabe, glaube ich. Fallen für Ryan Stewart. Gibt die Fallen an Ryan Stewart. Okay, Moment. Fiese Version übergib. Oder ich kann auch die Heuschreckennester zerstören. Gehe ich eher für diese Methode oder für die... Ich gehe eher für die offensive Methode, das bringt mehr Erfahrung. Also noch mehr Erfahrung. Unsere Datenstiefel bekommen. Die wir noch lange nicht anziehen können. Weil, ja. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir belassen es erstmal mit dieser interessanterweise Hauptaufgabe. Mal beende ich zumindest den Technomancer Stream für heute. Moment, da kann ich noch ins Hauptmenü gehen. Das kann ich ja zumindest noch machen. So. Also das war jetzt eine weitere Runde von der Technomancer. Mehr oder weniger die dritte Stream-Runde von der Technomancer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit der Technomancer oder mit Valkyria Chronicles, was ich nämlich jetzt gleich streamen wollen würde. Ja, ich glaube jetzt gleich würde ich das gerne streamen wollen. Also dann, entweder bis gleich oder bis zum nächsten Mal beim nächsten Technomancer Stream. Und für die das auf YouTube schauen, bis zum nächsten Technomancer Stream Video, wie auch immer. Tschüss.